Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Im heutigen Video zeige ich euch, wie ihr das T-Shirt Eli näht. Das ist das, was ich anhabe. Es ist ohne Ärmel und mit so überschnittenen Schultern, dass man hier diese schöne Optik bekommt. Das ist super, super schnell genäht und auch perfekt für Anfänger geeignet. Ich nähe heute mit einer Overlock. Das ist aber auch überhaupt kein Problem, wenn ihr keine habt, denn ihr könnt das Ganze auch mit einer Haushaltsnähmaschine nähen. Dafür braucht ihr auf jeden Fall eine Jersey-Nadel und einen elastischen Stich. Das sollte aber jede normale Haushaltsnähmaschine auch haben. Wenn ihr euch unsicher seid, was ein elastischer Stich ist, könnt ihr auch einfach einen schmal eingestellten Zickzack nehmen. Noch ein kurzer Hack zur Overlock, wenn ihr jetzt nicht unbedingt immer die passenden Farben habt, zum Beispiel wie ich jetzt hier habe so ein Mintgrün, da habe ich jetzt nicht unbedingt Overlock-Garne zu. Ich mache das dann eigentlich so, dass ich entweder den ganz linken nur oder den linken und den rechten Faden in der Farbe des Stoffes nehme und die anderen beiden dann Overlock-Garne nehme, die ich hier habe. Das ist dann meistens weiß oder grau oder schwarz und das ist nur wichtig, weil hier der erste Faden ist der Nadelfaden, den man dann von außen sehen würde und da wäre es natürlich gut, wenn der dann zum Stoff passt. Bevor ihr zuschneidet, solltet ihr auf jeden Fall euren Stoff einmal gewaschen und gebügelt haben, damit auch nachher alles schön glatt ist und eventuell der Stoff ein wenig eingelaufen ist. Das wäre nämlich immer doof, wenn das passiert, wenn ihr fertig seid mit Nähen. Wir nehmen jetzt unseren Stoff, klappen ihn einmal auf und dann lege ich mir die Stoffkante ein wenig über den Stoffbruch. Dafür könnt ihr euch auch jetzt euer Schnittteil nehmen, denn die Breite des Stoffs muss jetzt so breit sein, wie auch das Schnittteil breit ist. Sollte aber auch nicht viel breiter sein, also schaut, dass ihr das Schnittmuster da drauf legt. Hier hinten haben wir dann einen Bruch und wenn ihr das Ganze positioniert habt, können wir es einmal rundherum ausschneiden und die Knipse markieren. Wir haben unten am Saum einen Knips, hier oben an der Schulter und dann solltet ihr euch auch die hintere Mitte einmal knipsen. Danach klappt ihr euch den Stoff wieder auf und nehmt die andere Seite, also die hier oben, und klappt sie breiter als den Umbruch um. Jetzt müsst ihr aufpassen, dass ihr auch wirklich überall 2 Lagen Stoff habt. Dafür nehmt ihr euch wieder euer Schnittteil, legt es auf den Stoff und dann sucht ihr euch eine Position, wo ihr auf jeden Fall 2 Lagen Stoff habt. Deswegen müssen wir es hier ein bisschen runterrutschen, weil ich ja hier schon geschnitten habe. Und wenn ihr dann sicher seid, dass ihr wirklich überall 2 Lagen Stoff habt, könnt ihr es wieder ausschneiden und die Knipse übertragen. Wir haben wieder einen Knips an der Schulter, einen Knips am Saum und dann knipst ihr euch hier vorne noch die vordere Mitte. Als letztes haben wir dann noch das Halsbündchen. Da haben wir hier den Fadenlauf, der parallel zur Stoffkante gelegt wird. Und hier haben wir ein paar mehr Knipse. Wir haben 1, 2, 3 Knipse jeweils für die hintere Mitte, die Schulternaht, die vordere Mitte und rechts und links, das wird dann die Naht für die andere Schulter. Achtet hier natürlich darauf, dass die Knipse entsprechend eurer Größe ausgewählt werden. Als erstes nähen wir das Halsbündchen, dafür bügeln wir es einmal in der Hälfte horizontal und klappen es dann wieder auf, legen die kurzen Seiten aufeinander und nähen das Ganze mit der Overlock zusammen. Danach legen wir uns das Vorder- und Rückteil rechts aufeinander und schließen dann die beiden Schulternähte, also einmal die komplette Länge hier zusammen versäubern, wenn ihr eine Overlock habt, sonst mit der Nähmaschine bei 0,7 cm. Dann versäubern wir noch die Armlöcher und bügeln sie bei 0,7 cm um und steppen sie bei 0,5 cm ab. Ich nehme jetzt zum Absteppen diesen Stich hier, den hat vielleicht jeder, das ist ein elastischer Stich, der einigermaßen gerade ist.
Ihr solltet keinen normalen Steppstich nehmen, denn der ist nicht elastisch. Deshalb nehme ich jetzt erstmal den. Ihr könnt auch einen Zickzack nehmen, den ihr dann ein bisschen schmaler einstellt. Das geht auch. Und ganz wichtig natürlich die Jersey-Nadel. Durch das Nähen haben sich jetzt die Armlöcher ein wenig gewellt. Die würde ich jetzt mit einem Bügeleisen einmal platt von oben ein wenig bügeln, damit die Wellen weggehen. So sieht das Ganze dann aus. Einmal platt gebügelt und nun schlagen wir die Schulternaht am Knips nach innen um. Ihr habt da also einen Knips auf der Schulternaht und da wird dann das Vorder- und Rückteil umgeklappt bis zum Halsloch. Ich würde euch jetzt hier empfehlen, einen Stich zu setzen, damit das Ganze fixiert ist, wenn ihr das Halsbündchen annäht, dass da nichts verrutscht. Wir nehmen uns dann jetzt unser Halsbündchen, legen uns das wieder in den Bügelbruch, den wir eben gebügelt haben. So. Und dann schaut ihr, wo eure Knipse sind. Wir haben nämlich die Knipse ungleichmäßig verteilt. Also das ist jetzt nicht einfach eine geviertelte Strecke, denn das hintere Halsloch ist ja ein bisschen kürzer als das vordere Halsloch und deswegen sind die Knipse für das hintere Halsloch auch enger beieinander als die vorderen. Und wenn ich mir das hier so anschaue, ist hier vorne der Knips, der weiter weg ist von der Naht, für die vordere Mitte und der Knips, der von der Naht etwas näher ist, der ist für die hintere Mitte. Und dementsprechend stecken wir das Ganze jetzt auch auf das Teil. Ich habe mir jetzt hier die Naht auf die Schulter gesteckt. Das ist jetzt einfach nur mein Fixpunkt. Hier ist es relativ dick, deswegen würde ich erst dahinter anfangen zu nähen. Also lege ich mir jetzt das Bündchen bündig mit dem Halsloch. Ich habe jetzt hier das hintere Halsloch. Achtung mit Nadeln an der Overlock, das kann dir das Messer zerstören. So, jetzt habe ich alles unter dem Füßchen, das ist jetzt erstmal sicher. Dann suche ich mir meinen Knips. Mein Knips ist jetzt hier und ich suche mir dann auch den Knips an der hinteren Mitte. Und wie ihr sehen könnt, ist das Halsloch etwas größer als das Bündchen. Und das Bündchen ziehen wir jetzt so weit, dass die beiden Knipse aufeinander passen. Das macht man einfach aus dem Grund, dass dann nachher das Halsbündchen nicht so absteht. Ja, und wenn dann beide oder alle drei Lagen sogar gleich lang sind, dann können wir anfangen zu nähen. Wenn ihr am Knips angelangt seid, macht ihr das gleiche dann auch für den nächsten Knips. Ihr sucht euch den Knips, der ist bei mir hier, und der trifft dann auf die Schulternaht. Und das gleiche im Vorderteil auch noch. Da ist der Knips dann ein bisschen weiter weg. Der ist bei mir hier und der trifft dann auf die vordere Mitte. Wir nähen dann jetzt noch die Seitennähte zusammen. Dafür legen wir Vorder- und Rückteil rechts aufeinander und schließen beide Seitennähte bei 0,7 cm. Und dann können wir den Saum noch bei 3 cm nach innen umbügeln. Wir steppen den Saum dann jetzt noch bei 2,5 cm ab. Wir haben das Ganze ja gebügelt. Denkt dran, immer einen elastischen Stich verwenden, wenn ihr beim Jersey etwas absteppt. So, und schon ist das T-Shirt Eli fertig. Das ging wirklich ruckzuck. Ich glaube, das ist wirklich mein schnellstes Video, was ich jemals gedreht habe. Ihr könnt natürlich gerne noch den Bruch hier oben ein bisschen einbügeln, damit die Kante ein bisschen klarer wird. Die Nahtzugaben hier an den Seitenbügeln. Einfach generell immer noch mal drüber bügeln, wenn man fertig ist mit Nähen. Macht schon Sinn. Und sonst hoffe ich, es hat euch gefallen. Ihr habt was gelernt und ihr hattet Spaß beim Nähen. Ich würde mich mega freuen, wenn ihr mir auch bei Instagram folgt. Da findet ihr mich unter bara_studio und natürlich, dass ihr mir hier meinen Kanal abonniert und mir ein Like da lasst.